Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute brauen wir ein Bier nach einer Braumischung von der Website braumischung.de, die ich sehr gern mag wegen ihrer vielen englischen Zutaten und Rezepte. Und das ist das London Brown Ale. Ich habe mir das Rezept ausgedruckt und mache das Ganze, indem ich das selber zusammenstelle, aber das kriegt ihr natürlich als Set von dem Laden selbst. Ich bin sehr gespannt, wie das wird, denn das London Brown Ale ist ein Stil, der nicht sehr einfach ist, hauptsächlich dadurch, dass er sehr oft falsch definiert wird. Die Idee ist, dass man ein sehr süßes, alkoholschwaches Bier braut, Stammwürze von 11 Grad Plato, und dann guckt man, dass man bei unter 4% oder gerade 4% rauskommt. Und früher wurde das so gemacht. Das Bier ist so aus den 20er Jahren ungefähr. Zwischen den Weltkriegen war das am beliebtesten, als die Leute süße, nahrhafte Biere mochten. Da gibt es auch das Meat Stout, was ihr vielleicht beim letzten Video gesehen habt, oder vorletzten, ja, das ist schon was länger her. Das Meat Stout, was ich zum 1. April gemacht habe. Das Oatmeal Stout, was meistens keine Haferflocken oder kaum Haferflocken enthielt. Und natürlich das Milk Stout, was einfach nur Industrielaktose war und nichts Gutes von der Milch enthielt. Aber die Sachen wurden damals alle als nahrhaft beworben. Und die Werbung ist ja das Wichtigste für einen Brauer, wissen wir. Wie geht das jetzt also? Wie machen wir das jetzt? Wir machen das weder mit der damals üblichen Pasteurisierung oder gestoppter Gärung oder sowas, sondern wir versuchen einfach so mit Spezialmalzen besonders süßes Bier hinzukriegen. Ist also ein modernerer Ansatz, nicht ganz historisch authentisch, aber das macht es dafür für uns umso einfacher. Wir benutzen eine maltotriose-schwache Hefe. Das ist die Mangrove Jacks M15, soll wohl die gleiche sein wie entweder die Windsor oder die S33, die sind ja verwandt, aber nicht ganz die gleichen. Und die sind alle mal triose-schwach, und Mangrove Jacks verpackt ja nur andere Leute Hefen um. Also die haben keine eigene Hefefertigung, deswegen wird es eine von denen sein. Im Internet übrigens sehr oft mit S04 gleichgesetzt, das stimmt nicht, S04 vergeht mehr. Dann machen wir eine Schüttung mit einer ganzen Reihe an Spezialmalzen, aber erstmal das Basismalz. Wir haben Maris Otter, und ich habe leider nur 1 Kilo Maris Otter, ich brauche ein bisschen mehr für die 10 Liter, die ich machen möchte. Deswegen nehme ich 1 Kilo Maris Otter und nochmal 380 Gramm Golden Promise. Maris Otter ist eine Gerstensorte, die ich gar nicht so gern benutze. Die wird so inflationär verwendet, weil die Leute meinen, nur dann ist es authentisch britisch. Aber tatsächlich ist es so, dass das oft übertrieben malzig wird. Außer man hat ein relativ alkoholschwaches Bier oder soll besonders süß werden wie hier, Malz betont. Und dann passt es natürlich beim London Brown Ale sehr, sehr gut. Bei den meisten Bieren, die ich so braue, nehme ich lieber Golden Promise. Das ist weniger übertrieben vom Malzgeschmack, wenn das Sinn ergibt. Dann haben wir unser Basismalz. Dazu kommen 11% Biscuit Malt. Ich habe den Lukas Beckmann gefragt, warum er denn nicht das britische Amber Malt nimmt. Also in beiden Fällen ist es ein sehr helles Röstmalz, aber das belgische Biscuit Malt ist seiner Meinung nach ein bisschen aromatischer und deswegen hier sein Vorzug. Soll nach Erdnüssen riechen. Ich habe gerade eben mal dran gerochen nach dem Schroten. Es ist auch schon so ein bisschen Richtung Erdnuss, das kann ich schon nachvollziehen. Aber ich finde immer, das riecht eher so nach einer säuerlichen Brotrinde, alles. Ne? Also alles, was so hellbraun ist, auch Brown Malt und so. Apropos Brown Malt, davon kommen 7% rein. Bei mir sind es 140 Gramm. Ich mache 2 Kilo für die 10 Liter, die ich brauche. Dann komme ich ziemlich genau auf 11 Grad Plato. 10% Crystal Malt, da benutze ich jetzt hier das Cara Crystal von Dingemans, weil ich es noch da habe und aufbrauchen möchte. Besser ist natürlich ein richtig schön authentisches von Romanstar Crystal, und wenn ihr die fertige Braumischung kauft, habt ihr das auch drin. Der Hauptunterschied ist, dass die britischen Malze einen karamelligen Geruch im Bier bewirken, während die kontinentaleuropäischen Malze eher den Geschmack, aber nicht den Geruch so richtig hinkriegen. Und dann haben wir zuletzt noch, wie viel sind es? 3% Pale Chocolate Malt, damit die Farbe noch intensiver ist. Dann ist die Schüttung abgefrühstückt. Ich mache 10 Liter Hauptguss, 7,5 Liter Nachguss. Ich benutze fast mein normales Profil. Das Einzige, was ich geändert habe, ist, ich versuche den HCO3-Wert, also Hydrogencarbonat, so niedrig wie möglich zu kriegen, indem ich da 4 Milliliter Milchsäure auf mein ganzes Wasser aufteile. Und ich habe ein klein bisschen Kaliumchlorid verwendet, einfach nur, weil mein Calciumchlorid gerade alle ist und ich das schon seit 2 Stunden vergesse nachzubestellen. Passiert halt manchmal. Deswegen nehme ich Kaliumchlorid, das benutzt man wie Natriumchlorid, aber im Rechner wie Natriumchlorid, aber benutzt dann halt 30% mehr. Also ich gebe dann 2,66 Gramm dazu statt 2 Gramm, und das entspricht 2 Gramm Kochsalz. Und dann komme ich auf 120 Milligramm pro Liter Chlorid, das ist einfach passender für so ein malziges Bier. Das Bier hat 11 Grad Plato, Stammwürze und 20 IBU Bitterness. Die Bittereinheiten stelle ich über den Bitterhopfen ein. Im Original wird Perle verwendet, den habe ich nicht da, weil er deutsch ist. Ich habe Challenger zur Hand, der ist sehr gut. Man sollte auf jeden Fall einen milden, runden Bitterhopfen nehmen. Und wie immer, je niedriger die Alphasäuren, desto mehr Hopfen nimmt man, desto runder und angenehmer wird das, solange es kein Hopfen ist, der kratzig und unangenehm ist. Challenger ist eine sehr gute Wahl in dem Falle.
Da, wie viel waren es? 10 Gramm brauche ich, glaube ich, davon und dann 0,8 Gramm pro Liter, also in meinem Falle 8 Gramm von Fuggles. Fuggel habe ich hier original verpackte Dolden, habe ich noch nicht angebrochen. Das wird also aromatisch optimal sein, auch wenn sie jetzt schon ein bisschen älter sind, Ernte 2021. Genau. Der Versandhändler der ist einer von denen, die das Paket nachher mit Tackernadeln zutackern. Der hat natürlich eine Tackernadel hier durchgehauen. Deswegen habe ich das nochmal komplett neu verschweißt und dann im Keller gelagert. So, das war also vakuumverpackt, das ist schön frisch. Dann haben wir den Hopfen durch. Mit der Mangrove Jacks werde ich dann nachher das Ganze anstellen. 0,5 Gramm pro Liter, also 5 Gramm auf 10 Liter. Wahrscheinlich werden es bei mir eher 11 werden. Ich will das bei meiner Firma zu meinem Geburtstag bringe ich immer Bier mit und dann werde ich da einen Kasten machen, also 10 Liter gehen weg und 2 Flaschen habe ich dann für mich noch, wenn es wahrscheinlich so eher so Richtung 11 Liter geht. Aber ich stelle trotzdem so mit der klassischen Menge an, nur 5 Gramm, weil die Stammwürze ja ein bisschen kleiner ist als 12 Grad Plato. So, und dann vergehren wir irgendwie, es ist jetzt gerade Anfang August, es ist relativ heiß, es ist jeden Tag ein bisschen anders, mal regnet es, mal ist die Sonne da. Ich stelle es einfach in den Keller und guck mal, das müssten so um die 22 Grad werden. Das seht ihr dann ja alles in den Clips. Ich mache wahrscheinlich das Video auch so, wie ich das jetzt in letzter Zeit öfter gemacht habe, dass direkt die Verkostung hier im Anschluss kommt. Also ihr seht jetzt gleich die ganzen Clips vom Brautag und dann direkt die Verkostung und dann veröffentliche ich das Ganze eben Richtung September, wenn das Bier fertig ist. Genau. Reifezeit braucht das Bier nicht viel, es ist einfach nicht so viel drin, bis auf die Röstmalze. Aber es ist ja nur wenig dunkles Röstmalz. Braucht nicht viel Zeit zum Durchreifen oder Lagern. Es wird wahrscheinlich, wie das in England üblich ist, relativ schnell fertig sein. Vielleicht nicht ganz so schnell wie andere Biere, weil es doch sehr viel Spezialmalze sind. Ja, und dann haben wir es eigentlich soweit. Ich werde es relativ, so mittelmäßig carbonisieren. Er empfiehlt hier 5,5 Gramm pro Liter. Aber das mache ich noch nicht, mache ich ein bisschen weniger. Das müsste es dann soweit sein. Und dann sehen wir uns nach den Clips zur Verkostung wieder. Bis dann. Eine Sache, die ich noch vergessen habe, euch zu sagen, ist das Maischprogramm. Und zwar schlägt er hier eine Kombirast von 67 Grad vor. Das ist die Temperatur, bei der das Bier am trockensten wird. Eine Tatsache, die viele immer noch nicht wissen. Deswegen erwähne ich das immer gerne. Und dann ist der Eindruck von der Maltotriose auch nicht so übermäßig süß. Das finde ich also nicht so unsinnig. Die Sache, die ich mache, ist eine leichte Variation. Ich mache eine kurze 15 Minuten Proteinrast bei 60 Grad. Das ist so die oberste Temperatur, bei der die eiweißabbauenden Stoffe noch wirken. Dann wird das Bier bei mir einen Ticken klarer und die Hefe, vor allem wenn sie schwach sedimentiert wie jetzt, hier die M15, kann ein bisschen besser am Ende absinken. Das mache ich also. Und das andere ist danach auch 67 Grad für eine Stunde. Achso, was ich jetzt auch noch neu habe. Ich habe jetzt eine Läuterspirale vom Hobbybrauer Jens aus der Schweiz geschenkt bekommen. Die habe ich zurechtgeschnitten und die steckt schon drin im Kessel. Und dann bin ich mal echt gespannt, wie gut das Läutern diesmal wird. Damit hatte ich ja bisher immer oft Probleme, weil ich einfach nur durch den Auslaufhahn geläutert habe. So, jetzt sind wir bei der Verkostung und ich bin wirklich tierisch gespannt, wie dieses Bier wohl schmeckt.
6 Wochen Reifezeit habe ich dem Bier gegönnt. Es sind ziemlich genau 4% Alkohol, wenn man die Zuckergabe dazu gibt. Wobei ich sagen muss, dass ich den Kasten, den ich verschenken werde, mit einer größeren Menge Zucker, nämlich der Standardmenge, carbonisiert habe, was ungefähr 4 Gramm pro Liter CO2 entspricht. Okay, also der Vergärgrad ist definitiv so, dass Maltotriose nicht vergoren wurde. Es ist deutlich geringer als sonst. Ich bin also sehr zuversichtlich, dass das gut funktioniert hat. Ich hoffe, dass nicht einige von den Flaschen unsauber sind, weil ich noch nicht genau weiß, ob die Art und Weise, wie ich Flaschen reinige oder so, ob die perfekt ist. Das kann man in der Spülmaschine machen, das funktioniert sehr gut mit dem Geschirrspülmittel und dann zum Beispiel einen Topfwaschgang bei 70 Grad, aber dann kommt eventuell nicht das Wasser perfekt in jede Flasche rein und dann hat man schon wieder Schwierigkeiten. Aber ich habe eine Flasche mal geöffnet von den anderen, die stark carbonisiert sind und die war völlig in Ordnung. Die war auch zwischendurch mal in Ordnung. Ja, irgendwie hätte ich mir die Präambel jetzt ersparen können. Also, die Flasche, die ich jetzt rausgenommen habe, war definitiv und vielleicht auch, weil ich sie in dem Kühlschrank bei 10, 12 Grad gelagert habe, statt kälter, mit Maltotriose vergoren, das heißt kontaminiert, das heißt nicht ordentlich gereinigt, das heißt, das habe ich schlecht gemacht. Und ich sollte mir auf jeden Fall das Brauen mit einer maltotriosenschwachen Hefe nochmal gut überlegen oder vielleicht einfach noch mehr darauf achten, dass ich alles sauber mache. Das ist natürlich jetzt schon ziemlich ärgerlich. Ich möchte das Bier trotzdem für euch verkosten, damit ihr seht, wie das schmeckt. Also ich habe hier jetzt so ein bisschen retten können. Viel Schaum, viel Kohlensäure, wirklich sehr, sehr viel. Hefe ist leider auch verteilt, das ist sehr schade. Ich hatte ja, wenn ich jetzt ein bisschen über den Prozess reden will, bis das Bier sich beruhigt hat, eine 60 Grad Rast gemacht, weil ich weiß, dass das Ganze dann besser für den Hefevorgang ist. Also die Hefe sedimentiert besser, meiner Meinung nach. Das Bier war kristallklar innerhalb von 2 Wochen. Also ich konnte durch die Flaschen durchgucken und ich kenne die M15 jetzt nicht gut, aber wenn ich das mit der Lallemand Windsor vergleiche oder S33, ich glaube, die M15 ist eine unverpackte S33, dann ist das tatsächlich normalerweise so, dass das sehr schwierig ist, die klar zu kriegen. Und von der Art her, also ich werde jetzt in Zukunft öfter eine 60 Grad Rast benutzen, wenn es denn geht. Das hängt ja auch immer vom Bier ab. Ich muss jetzt nur gucken, ich werde wahrscheinlich alle Flaschen einmal öffnen und gucken, ob irgendeine von denen noch Überdruck hat, weil das kann ich ja so nicht den Kollegen geben. Okay, dann schauen wir mal, was wir riechen. Das Bier ist ja jetzt so eine Bombe an Malz. Extrem viel Spezialmalz, deswegen auch die längere Lagerzeit von 6 Wochen. Ich wollte wirklich gucken, dass das Ganze keine Astringenz hat, dass nichts Röstbitteres drin ist und dann muss man sich halt ein bisschen gedulden. Jetzt rieche ich natürlich durch diese Schaumdecke überhaupt nichts. Also ich merke auf jeden Fall ein klein bisschen... Ja doch, okay, jetzt kommt's. Also Brown Malt, das merkt man sehr deutlich durch. Das Crystal so ein bisschen, also es hat einen leicht fruchtigen Unterton, karamellig ist es auf jeden Fall von dem Brown Malt, so diese kräftige Schokoladennote. Pale Chocolate ist auch drin, Biscuit ist auch drin. Das Biscuit würde ich natürlich jetzt gerne einzeln rausriechen. Das soll ja so sehr aromaintensiv sein. Aber das kann ich natürlich jetzt hier nicht. Aber vielleicht schmecke ich es ja. Das Bier wird jetzt trockener sein, als es eigentlich sein sollte. Nicht so schön süß, wie ich es gehofft hatte, wie es ja auch nach der Hauptgärung noch war. Das war da auf jeden Fall stabil. Schnellvergärprobe, alles hat super geklappt. Nur die Flaschen sind das Problem. Ich probiere mal. Das ist echt lecker. Also ich habe jetzt viel Kohlensäure, deswegen ist das ein bisschen ablenkend. Wenn das so carbonisiert wäre, wie ich es gewollt hätte, wäre das jetzt richtig schön malzbetont. Ich merke ein bisschen was vom East Kent Golding, bin ich der Meinung. Es war doch East Kent Golding, oder war das Fagel? Ah, das hat das Rezept nicht mehr hier. Ihr werdet es am Anfang des Videos gesehen haben. Ich merke auf jeden Fall eine Hopfennote. Die ist nicht ganz eindeutig, weil eben die Malzkomponenten das überlagern. Ich merke sehr deutliche Schokoladennoten. Das ist auch ein bisschen Röstcharakter da, der ist aber sehr mild. Das ist also genauso, wie ich das wollte nach der entsprechenden Zeit. Das ist auch sehr gut. Und es ist tatsächlich auch, es ist jetzt leider nicht mehr süß, ne? Es ist jetzt wirklich trocken, aber es ist schon sehr karamellig und voll. Also das hat gut funktioniert. Ja, also es kann sein, dass ich das Bier einfach nochmal braue und dann halt in Behälter, zum Beispiel in ein Fass tue, was ich einzeln sehr gut saubern kann. Oder ich muss die Flaschen einfach alle einzeln sauber machen. Geschmacklich wirklich toll. Es hat, vor allem am Anfang, jetzt merke ich das so ein bisschen, weil die Kohlensäure weniger wird, so eine richtig schöne, ja, Malzigkeit. Das ist ja auch Maris Otter drin, also es ist wirklich sehr malzbetont. Nicht so keksig, aber so süß, malzbierartig, auch ne, mit der dunklen Farbe passend. Farbe ist auch
sehr ordentlich. Das ist so um die 50 EBC, würde ich sagen. Na, wirklich wunderschön. Der Schaum ist nicht ganz weiß, der ist ein bisschen gelblich. Das liegt an den vielen Spezialmalzen, aber das kann man dann nicht ändern. Es ist halt so, bei mir schwimmt jetzt auch noch ziemlich viel Hefe drin. Ja, geschmacklich super, Carbonisierung nicht in Ordnung. Ich werde vielleicht, wenn das nicht allzu desaströs für mich ist, mal hier hinschreiben, wie die Statistik bei mir war von den 20 Flaschen. Also eine weiß ich, die war gut, eine ist schlecht. Gucken wir mal, wie viel am Ende bei rauskommt. Im Moment sieht es nicht sehr gut für mich aus. Aber geschmacklich wirklich einwandfrei. Also es ist keine Fremdinfektion, das wäre noch schlimmer. Es wird die Hefe vom vorherigen Sud sein. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich neue Flaschen genommen hatte, die nur frisch ausgetrunken waren. Da wird ja auch manchmal ein Bodensatz drin sein von der Hefe. Das war auch auf jeden Fall eine mit Bodensatz. Entweder das oder ich hatte die vorher benutzt. Und dann ist es natürlich schlecht, weil alle meine Hefen, die ich sonst benutze, vergehen Maltodextrose. Okay, hätte schlimmer kommen können. Ich habe mal einen Keck, ein kleines 5 Liter Partyfässchen gesprengt, weil ich eine Maltodextrose schwache Hefe benutzt habe, nachdem vorher da drin eine andere Hefe war. Das kann ich euch nicht empfehlen. Also die kleinen Partyfässer, 5 Liter, niemals für verschiedene Hefen benutzen. Ist einfach viel zu gefährlich. Die kriegt man niemals sauber. So, mit diesen schönen Worten verlassen wir dann hier das Video. Nächstes Mal gibt es das historische Mans Brown Ale von 1966. Guckt euch das auf jeden Fall an. Allein schon, wenn ihr wissen möchtet, ob ich es schaffe, das da vernünftig zu machen. Ich habe das nämlich schon abgefüllt. Gott sei Dank ist einiges davon in der Bag-in-Box. Die wird ja steril geliefert. Aber ich habe auch 4 Flaschen abgefüllt. Dann werde ich da auch nochmal berichten, ob die Flaschen Überdruck bekommen haben oder nicht. Also, bleibt dabei. Die habe ich auch besser sauber gemacht. Einzeln. Von Hand. Bis dann. Macht es gut und tschüss.